50.999 Euro. Der X-Van 104. Ach je, Original Fiat Ducato. 50.999 Euro. Du musst die Tür bewachen, Simone. Hier ist wirklich viel los. Sie haben uns jetzt ein bisschen Headroom gegeben. Jetzt wird es aber auch zum Mittag ein bisschen ruhiger. Das kommt uns sehr entgegen. Und wenn du gleich mal reinguckst, das ist ein richtig großer, ausgewachsener Van mit einer Länge von 6,36 Meter. Preis-Leistungs-Verhältnis bei Palmowski, das muss man gesehen haben. Also du kriegst wirklich viel Ausstattung. Guck mal innen, die Farben. Und dann sag mir, das ist nicht so deins, oder? Nee. Ist dir zu clean? Ja. So, ich gehe mal hinten rein. Du bleibst mal hier, dass wir mal kurz reinschauen. Hier ins Heck, was wir da haben. Also Heck-Gepäckträger ist mit drauf. Dann ist hier ein großes Bett. 2 Längs-Einzelbetten mit drin. Wir haben einen Zwischenboden mit eingebaut. 2 Gasflaschen sind hier. Und große Schränke oben drüber. Aber die Längs-Einzelbetten... Warte, was sagst du? Soll ich zu dir durchkommen? Nee, ich komme zu dir. Das ist kein Problem. Das machen wir gleich mal zusammen. Also, dass wir das Fahrzeug mal erkunden. Den Zwischenboden finde ich natürlich toll, weil da kannst du mal in 2 Stockwerken auch beladen. Was ja normalerweise ein Problem ist, du kannst kleine Sachen ja durchladen bis vorne hin, ein Surfbrett und so weiter. Da kann man richtig viel durchladen oder oben durchladen, je nachdem, wie man das gerne hätte. Und du hast im oberen Bereich dann nochmal mehr Platz. Und kannst hier sogar noch eine ganz große Liegewiese draus machen. Puh, also wie die das hinkriegen, das ist schon immer wieder ein Wunder. Also zu den Preisen sowas anzubieten. Aber wir müssen zeigen, hier ist eine Markise mit dabei, auch mit einem schönen schwarzen Design, was hier eingebaut ist. Also ich bin ja totaler Fan von so Weiß-Hochglanz. Ein bisschen weniger Holz, Reduktion, jeder wie er will. Guck mal den Schiffsboden hier unten. Sehr gern. Ja. So, Kühlschrank auf der Ecke. Ja. Kompressorkühlschrank von Dometic. Einmal so rum. Beidseitig zu öffnen. Okay. Mit Gefrierfach drin von Dometic. So ist es. Oben ein Zweiflammen-Kochfeld. Ja. Mit Piezo-Zündung. Dann hast du hier vorne ein tiefgezogenes Waschbecken. Ziemlich der cool. Wasserhahn gefällt mir gut. Ja, der Wasserhahn ist gut. Das ist wie eigentlich aus der großen Liner-Klasse. Du hast einen richtigen Metallwasserhahn hier mit eingebaut. Da muss man auf nichts verzichten. Blickachse finde ich total toll. Da ist nichts, was irgendwie die Blickachse jetzt hier verstaut. Für das Raumgefühl natürlich eine echt tolle Geschichte. Eine Sitzgruppe, ja, wie man sie sich auch vorstellen kann, aus einem guten Reisemobil hier mit drin. Und ja, es tut mir so leid, dass du das Weiß nicht magst, aber es ist halt so. Oben sind Lampen drin. Jetzt haben wir hier gerade Nachtschaltung mit dem Blau. Ja. Indirekte Beleuchtung, wo das Auge hält. Da kann ich es nicht machen? Okay. Doch, du müsstest da antippen können. Warte mal, kurz mal tippst. Dann geht's an. Und wenn du jetzt mal tippst und gedrückt hältst, dann könnte es sein, dass du dimmen kannst. Nee, nochmal kurz tippen. Kurz tippen. Zack. Zack. Na, vielleicht Jetzt ist will's nicht mehr. mit dem Daumen. Tipp mal mit dem Daumen. Kurz. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt. Hast du mal überlegt, ob du... So, und jetzt? Nochmal tippen. So, und jetzt tippen und halten. Siehst du, dann kannst du es dem, jetzt ist heller. Ist das so? Ja. Und jetzt wird dunkler. Du musst, glaube ich, da ist eine LDR mit drin. Warte mal ganz kurz, ich zeig dir das mal. Jetzt geht es wahrscheinlich aus. So, und dann solltest du halten. Es hat keinen Bock mehr. Ja doch, es hat Bock, aber... Nee, das funktioniert. Das ist ja drahtlos. Aber ganz ehrlich, wir sind echt geschafft. Man muss sagen, wir sind jetzt bei Video 124. Man muss alles mal gezeigt haben, alles mal ausprobiert haben. Das kann man hier auf der Messe. Da kann man auch sehen, dass ein Fiat Ducato 8 drunter ist und nämlich kein Citroën und kein Peugeot. Das ist eigentlich dasselbe Fahrzeug wie jetzt da drüben? Nee, doch, war das auch ein Fiat? Es ist vom Triebkopf her genau das Gleiche. Aber wie kann es dann sein, dass der so viel mehr Aufbau tragen kann? Ja, das liegt daran, dass der einen Leiterrahmen hat und das Metall außenrum natürlich in dem Kastenwagen hier, das ist per se mal viel schwerer wie das Sandwich-Element, was hier verbaut wurde. Okay, verstehe. Und das ist der Grund. Es kann auch sein, dass das jetzt ein Maxi-Chassis ist. Also du hast ja hier ein ganz... Also dasselbe Fahrwerk eigentlich. Nee, es ist eigentlich ein bisschen anders. Du hast üblicherweise hier auf der Seite hast du einen Leiterrahmen, das heißt, du hast so ein ganz kleines LKW-Chassis mit drin. Was du da hast, ein Tiefrahmen ist damit eingebaut und hier hast einen Kastenwagen, bei dem hier unten drunter ja auch noch Blech ist. Ja. Verstehst du, du hast so ein
ein Blechrahmen drumherum. Okay. Also per se mal eine andere Geschichte. Müssen die ja beide dasselbe dann aushalten? 3,5 Tonnen, also das ist ja üblicherweise, Zuladungen sind hier in dem Bereich meistens so um die 500 Kilo, die du hast. Du kannst die Fahrzeuge aber auch auflasten. Die langen Fahrzeuge natürlich per se ein bisschen schwerer. Da würde sich... Jetzt mal bei so großen Teilintegrierten ist ja auch ein Fiat Ducato dann oder oft drunter. Da ist oft ein Fiat Ducato drunter. Ist es dann ein stärkerer Motor oder was? Nee, ist genau der gleiche. Ja, aber das meine ich ja. Also das heißt, der Aufbau ist halt dann leichter, aber länger und dadurch muss man dann halt noch so einen Rahmen mit dazu. Also so ein, wie hast du es genannt? Ein Chassis ist drunter und da werden dann diese GFK-Elemente aufgebaut auf den Chassis. Der Vorteil hier ist natürlich, es ist per se mal ein bisschen sicherer. Weil du hast den, ist ja klar, du hast den Metallrahmen drum, du hast die Sitze vorne bei dem Teilintegrierten hier, die sind auf so einem Gurtbock auch fest verbunden mit der Karosserie, damit da nichts passieren kann. Aber das hast du schon mal gesehen, wenn es dann zum Auffahrunfall kommt, mal so richtig ein LKW fährt hinten drauf, dann hast du hier natürlich auch nicht so die mega Chance im Kastenwagen. Aber hinten zerlegt sich dann der Aufbau meistens. Das haben wir gelernt beim Monocoque Fiberglas. Die Dinger kosten ja dann gleich 120.000 und mehr. Ja. Da hast du etwas mehr Sicherheit hier drin, aber du fährst ja auch langsamer. Ja. Du fährst ja jetzt keine 130 hier mit so einem Ding, obwohl es das fahren dürfte. Unter 3,5 Tonnen dürftest du so schnell fahren, wie du willst. Ja, und dann, wenn es größer ist, 80 oder was? Wenn es größer ist, also du musst bis 7,5 Tonnen darfst du in Deutschland fahren bis 100, also auf der Autobahn, auf Landstraßen 80, innerhalb der Stadt maximal 60, das wissen viele auch nicht, auch wenn da 70 steht, 60 ist die Begrenzung in der Stadt. Und da muss man sich halt dran halten. Ich meine, das macht ja auch Sinn. Ja, macht Sinn, absolut. Und ab 7,5 Tonnen dann wie LKW 80? 80, genau. Ja. Das hängt aber davon ab, wenn du eine Buszulassung hast, darfst du wieder 100 fahren. Also es ist, es gibt... Wieder ein bisschen Grundlagenforschung heute. Ist aber auch von Land zu Land verschieden. Also es gibt dann auch zum Beispiel Länder, da darfst du fahren mit dem LKW 100. Ja. Also es gibt's, ob das Sinn macht, sagen wir dahingestellt. Die meisten LKWs, du weißt, wie schnell die fahren, 87. Ja. Also das ist so der Tempomat meistens eingestellt, 85, 87. Ja. Das ist so der Hintergrund. Also jetzt denken wahrscheinlich viele auch so, warum soll ich mir jetzt so einen Kastenwagen holen? Ist ja fürs gleiche Geld so ungefähr. Aber man muss halt sagen, man ist viel kompakter unterwegs, man darf schneller fahren. Und für manche reicht ja dieser Platz, absolut. Absolut. Also du kannst ja Cityreisen machen. Für viele ist das Thema Sicherheit natürlich wichtig, wenn es mal zum Crash kommt, dass du die Stahlkarosse drumherum hast. Dann das Thema Sportlichkeit. Also viele wollen dann nicht mit so einem praktisch Reisemobilaufbau rumfahren. Ja. So ein Kastenwagen, das impliziert ja auch, dass du vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen sportlicher bist. Das siehst du hier. Hi, alles gut? So, sie gucken gerade hinten rein. Ist aber krass. Aber es ist absolut so. Also klar kann man sagen, ich kann doch für dasselbe Geld viel mehr Platz und so, aber darum geht es nicht immer. Wir haben eben gezeigt, 5,36 Meter, 4,99 Meter kostet auch dasselbe. Der Aufwand ist oft genau der gleiche. Also man muss sich gut überlegen, was man will. Ja. Will ich einen Kastenwagen? Das Beste ist, mein Tipp ist mieten. Okay. Also miete es, probier es vorher aus, habe ich auch gesagt beim WDR. Mietet euch die Dinger, also macht keinen Affektkauf, probiert es in Ruhe aus, ob das was für euch ist. Die meisten Fahrzeuge kannst du mieten und lieber 5 Fahrzeuge gemietet, da hast du so viel Geld gespart, also das kannst du durch den Fehlkauf nicht mehr rausholen. Nee, definitiv nicht und ich glaube, viele denken auch, das und das ist gut und dann probieren sie es und sagen, nee, passt gar nicht für mich. Ein Service-Element. Wir müssen weiter, wir haben doch keine Zeit. So. Was willst du wissen? Ja, bitte mal durchgehen, dass wir das Raumgefühl mal kriegen. Ganz viele Schubladen, die wir hier drin haben. Unter anderem einen großen Schrank. Hier oben kannst du natürlich prima Sachen abstellen. Ja, Schrank. Und Schrank. Ich will es ja gar nicht sagen, ja. Ich meine, es gibt ja hier ein kleines Geheimnis. Wir haben ja eben ganz am Anfang die Fahrzeuge gefilmt. Kannst du dich noch daran erinnern? Welche meinst du? Bevor wir Zombie gefilmt haben, waren wir. Ja. Genau. Und die werden im selben Werk gebaut. Mhm. Das ist schon, also du merkst es auch, teilweise die Grundrisse sind die gleichen. Du hast Schränke, soweit das Auge reicht hier, durchgehend mit normalen Griffen. Die unterscheiden sich eigentlich nur marginal. Es sind kleine Unterschiede, man muss genau hingucken. Ja. Die Verarbeitung, das ist genormt mittlerweile. Da siehst du auch, du kannst das Ganze hier hochklappen, das haben wir eben schon gesehen, dass du also hier das komplett hochklappen kannst, je nachdem, wo es drauf ist. Hast du noch eine Verbreiterung hier mit drauf. Hier die sind unglaublich hilfsbereit, die Männer direkt, wenn die das sehen. Am besten lässt es mal... Genau, man kann es hochklappen und oben auch arretieren und man kann das Ganze dann auch zum Transport von Fahrrädern und so weiter benutzen. Ja, vorher auch die... Dankeschön. So, das müsste man halt ein bisschen länger... Ach, hier, ist verdreht. Ist verdreht. So, dann kannst du es arretieren und jetzt kannst du die Fahrräder machen. Du Spielkind, hast es rausbekommen? Ja, so
Aber das ist ja schön zu zeigen, oder? Dass es geht. Ja, es geht. So ist es. So, da großer Platz zum Durchladen, dann noch jede Menge Schubladen und last but not least, jeder Zentimeter genutzt hier in dem Fahrzeug. Hier sieht man auch, da kann man dann das Fahrrad festmachen zum Beispiel. Das kannst du übrigens rausnehmen. Du kannst es rausschrauben, damit du einen ebenen Boden hast. Also das Ganze ist komplett demontierbar, damit du maximal damit transportieren kannst. Jetzt ist es drin. Komm, wir gucken uns das Part mal an. Ja, gerne. Das ist natürlich 6,36 Meter. Auch hier siehst du, zufälligerweise geht es genau dran vorbei. Zufälligerweise. Du hast 3 Scharniere hier mit eingebaut. Also das stimmt, der Grundriss ist wirklich sehr ähnlich zu Forster. Auch hier mit diesen Schränken. Welch ein Zufall. Ja. Es ist ja so, dass Guck mal, das Licht sogar. das Licht ist an der gleichen Stelle. Es könnte bei Trigano gebaut sein. Wir werden es gleich mal rauskriegen, aber es sieht ziemlich danach aus. Ja, und hier auch wieder für Außendusche gedacht. Kannst du durchreichen, den Hund außen mit abduschen, indem du es hier durch das kleine Fensterchen rausmachst. Ja. Hast du sogar eine Außendusche mit eingebaut. Ja, dann hier oben, guck mal, die Klickverschlüsse mit dem Magnet. Kennen wir auch schon, genau. Ja, da oben, da kann man den Duschvorhang, den kann man reinmachen, den klickst du einfach nur ein. Auch das ist genauso. Also du merkst, die Fahrzeuge sind oft von einem Hersteller. Der Preis aber, das muss man dann immer genau hingucken. Also der eine es so, gibt der andere natürlich so. dann schon auch Unterschiede, weil ich meine, der Preis muss auch irgendwo herkommen. Aber ja, wie gesagt, man muss halt wissen, was man will, welche Farbe und so weiter. Also es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Designs. So, hier vorne der Fernseher, der ist schon eingebaut, mega satt. Komm, wir zeigen das mal. Wir haben noch ein paar Fahrzeuge vor uns. Das ist der XGO X-Van auf Fiat Ducato, 6,36 Meter, 50.999 Euro. Wie er hier steht, 57.894 Euro. Das ist schon ein Hammerpreis, muss man wirklich sagen. Also die Fahrzeuge unglaublich beliebt hier von Palmowski. Da ist der Katalog übrigens, wenn ihr da mit dem Handy jetzt einfach drauf geht und dann könnt ihr euch den Katalog runterladen. Stammbild natürlich vorher machen. Vielen Dank, Simone. Heute vorletzter Tag. Es ist einiges zu machen. Gerade dieser Stand hier ist besonders beliebt. Und du siehst auch, witzigerweise, was am meisten beliebt ist, ja, sind die teilintegrierten Fahrzeuge. Denn die sind vollkommen überlaufen, oder? Das stimmt, ja. Aber der Preis ist halt auch einfach unschlagbar. Der kostet jetzt unter 50.000 hier, der vor uns. Ist schon super. Ist krass, oder? Unter 50. Ja. So, danke fürs Einschalten. Das Ganze natürlich auf Full GFK, was wir gerade sehen. XGO bei Palmo. Gesehen haben wir den X-Van 104. Tschüss.